Normalerweise hört ihr an dieser Stelle Marie. Ich konnte sie aber leider nicht zum Skifahren überzeugen und war deshalb diesmal ohne Marie unterwegs. In diesem Video nehme ich euch mit auf ein kurzes Skiwochenende in Österreich. Die Idee? Skifahren, nur mit einem Rucksack, kein Koffer und keine sperrige Ausrüstung. Einfach los und leicht reisen. Ob das funktioniert? Ich hab's ausprobiert und verrate dir in diesem Video, worauf du beim Skiverleih achten solltest und was für eine unerwartete Überraschung mich auf dem Berg erwartet hat. Los geht's! Für den Trip habe ich bewusst nur das Nötigste eingepackt. Ausreichend Unterwäsche, 2 Hosen, 2 Pullover, T-Shirts für jeden Tag und natürlich meine Skikleidung. Handschuhe, Skisocken, Skihose und meine eigene Skibrille. Gerade bei der Skibrille hatte ich noch eine Erinnerung, dass das Ausleihen vor Ort manchmal schwierig ist. Deshalb habe ich sie lieber gleich mitgenommen. Dazu noch ein paar Hygieneartikel wie Zahnbürste und Deo und das war's. Kein Koffer, kein unnötiger Ballast, alles im Rucksack. Und ja, es hat wirklich alles reingepasst. Die komplette Packliste und weitere Infos zur Reise findest du übrigens in der Videobeschreibung, falls du selbst so einen Trip planst. Los ging's frühmorgens am Berliner Hauptbahnhof. Die erste Etappe mit dem Zug nach München entspannt, ruhig und ganz ohne Gepäckstress. Die Fahrt mit dem ICE von Berlin nach München dauerte wirklich nur 4 Stunden. Für mich war die Bahn für diese Reise deshalb die bessere Wahl als der Flieger. Das Internet an Bord war leider nicht das Beste, also habe ich gelesen, Podcast gehört oder einfach die Zeit genossen. In München habe ich dann einen Mietwagen übernommen und bin weiter in Richtung Österreich gefahren. Die Strecke entlang der Arlbergstraße bietet wirklich schöne Ausblicke. Es geht immer weiter hinauf in die Berge und die Landschaft wird immer verschneiter. Ab der Lechtalstraße reihen sich dann die bekannten Skiorte und die Landschaft wird immer spektakulärer. Nach der Ankunft haben wir im Ort als erstes etwas Leckeres gegessen und am nächsten Morgen ging es direkt zum Skiverleih. Skischuhe, Skier, Stöcke und ein Helm. Alles ganz unkompliziert. Aber wie so oft beim Leihen, die ersten Skischuhe haben überhaupt nicht gepasst. Beim Anprobieren dachte ich bereits, dass das ganz schön eng ist. Und bei der ersten Abfahrt hatte ich sofort starke Schmerzen, vor allem im Fersenbereich. Hier muss man wirklich nicht den Helden spielen, sonst hat man einfach keinen Spaß, sondern nur unnötige Schmerzen. Auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, es ist besser direkt abzubrechen und zurück zum Verleih zu gehen, um passende Schuhe zu holen. Ich konnte die Schuhe problemlos tauschen und die neuen haben dann viel besser gepasst. Ab dann konnte das Skifahren endlich losgehen. Mit dem Wetter hatten wir Glück. Auch wenn es nicht so sonnig war wie bei meinen früheren Besuchen, war es insgesamt sehr angenehm. Nachts hat es regelmäßig geschneit und tagsüber blieb es trocken. Das heißt immer frischer Schnee und gute Pistenbedingungen. Einzig die Sonne hat ein bisschen gefehlt. Aber zum Skifahren war es trotzdem sehr gut. Ein echtes Highlight beim Skifahren sind natürlich die Hüttenbesuche. Und davon gibt es hier in Lech und Zürs einige. Mein Favorit ist die Trittalpe, eine urige Hütte mit richtig gutem Essen. Besonders an der Hütte ist, dass man sie nur über die Piste mit Skiern erreichen kann. Es gibt keinen Weg und keinen Lift, der dorthin führt. Und trotzdem ist sie immer gut besucht. Wir haben dort einen Stopp eingelegt, um das Panorama zu genießen und natürlich um einen Kaiserschmarrn zu essen. Zum Skifahren gehört natürlich auch der Après-Ski. Aber ehrlicherweise muss ich zugeben, dass das nicht so mein Ding ist. Nach einem langen Skitag lege ich lieber die Beine hoch, esse was Gutes und relaxe den Rest des Tages. Laute Musik und Tanzen ist mir dann einfach zu viel. So, und jetzt zur angekündigten Überraschung. Einige Bekannte von mir vor Ort hatten einen ganz besonderen Moment organisiert. Ich durfte mit auf eine nächtliche Fahrt mit der Pistenraupe, in kompletter Dunkelheit, hoch oben am Berg. Die Stimmung war wirklich einmalig. Es schneite wieder und wir sahen die großen Schneeflocken im Scheinwerferlicht der Pistenraupe. Und ja, ich durfte sogar mal kurz ans Steuer, natürlich unter Aufsicht. Diese Erfahrung, die man so nicht buchen kann, werde ich definitiv nicht so schnell vergessen. Mein Fazit? Mit nur einem Rucksack für ein verlängertes Skiwochenende war für mich genau die richtige Entscheidung. Kein Schleppen, keine sperrige Ausrüstung, dafür mehr Flexibilität, weniger Stress und trotzdem alles, was ich gebraucht habe. Natürlich ist die eigene Ausrüstung immer besser auf einen abgestimmt, aber für einen kurzen Trip hat das Ausleihen vollkommen ausgereicht. Und am Ende zählen ohnehin die Erlebnisse auf der Piste, in der Hütte oder in meinem Fall bei einer überraschenden Fahrt mit der Pistenraupe. Würdest du auch ohne eigenes Equipment zum Skifahren losziehen oder ist dein Setup ein Muss für dich? Schreib's gerne in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal und danke, dass du dabei warst.